Liberalismus und Kommunitarismus sind zwei grundlegend verschiedene philosophische Positionen. Was man unter Liberalismus und Kommunitarismus versteht, welche Kritik diese beiden Positionen aneinander üben und worin ihre Stärken und Schwächen liegen, erfährst du in diesem Video. Liberalismus kommt von dem lateinischen Wort libertas, Freiheit. Der Liberalismus betont die Freiheit des Individuums gegenüber geistigem, sozialem, politischem oder staatlichem Zwang und die Rechte des Einzelnen. Das Individuum soll in der Wahrnehmung seiner Freiheiten möglichst nicht behindert werden. Der einzelne Mensch ist selbst verantwortlich für sein Leben und muss die Freiheit haben, seine eigenen Ziele und Mittel zu wählen, sofern er andere nicht an der Ausübung ihrer Freiheit hindert. Eine besondere Bedeutung kommt in liberalen Gesellschaften dem freien Austausch von Gedanken zu, welcher nur möglich wird durch Meinungs-, Gewissens- und Glaubensfreiheit. Einen Konsens aller Gesellschaftsmitglieder hält der Liberalismus aufgrund von unterschiedlichen Lebenssituationen, weltanschaulichen und religiösen Prägungen, sozialen Strukturen und Einkommensgruppen für unmöglich. Anhänger des Liberalismus nennt man Liberale oder Liberalisten. Man unterscheidet den moralischen oder weltanschaulichen Liberalismus, den wirtschaftlichen und den politischen Liberalismus. Der moralische bzw. weltanschauliche Liberalismus wendet sich gegen die Bevormundung des Individuums durch moralische Verbote und Gebote, die von Religionsgemeinschaften oder Staaten ausgehen. Er plädiert für einen moralfreien Privatbereich sowie für Gewissens- und Überzeugungsfreiheit. Vertreten wird eine schwache, rational begründete Moral, welche die Freiheit der Menschen schützen und Chancengleichheit garantieren soll. Universelle Rechte wie Gleichheit, Freiheit, Sicherheit und Eigentum werden rational von allen Menschen akzeptiert und müssen staatlich garantiert werden. Der Mensch wird als autonomes Wesen betrachtet, das frei handeln und seine eigenen Ziele wählen kann. Das Recht auf Selbstbestimmung wird daher besonders betont. Die Gesellschaft basiert auf der freiwilligen Kooperation von Menschen. Der wirtschaftliche Liberalismus wendet sich gegen die Regulierung des Marktes, befürwortet also die freie Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung. Er plädiert für wirtschaftliche Freiheiten wie Gewerbefreiheit, freie Preisbildung, Vertragsfreiheit, freien Handel und Wettbewerbsfreiheit sowie für privates Eigentum, Gewinnstreben und Eigeninitiative. Alle eindeutig messbaren Diskriminierungen aufgrund zufälliger natürlicher Ungleichheiten wie Herkunft oder Geschlecht müssen beseitigt werden. Ansonsten soll völlige Freiheit im Wettbewerb herrschen. Alle den freien Wettbewerb verzerrenden Regeln sollen abgeschafft werden. Der politische Liberalismus wendet sich gegen staatliche Kontrolle und Überwachung. Er plädiert für möglichst wenig Bürokratie sowie für ein Maximum an individuellen Freiheiten des Denkens und Handelns. Staatliche Gesetze dürfen die freie Entfaltung des Einzelnen und seine Grundrechte nicht einschränken. Der Staat wird mit dem Schutz individueller Freiheiten begründet. Die Reichweite staatlicher Gewalt wird durch die Freiheit des Individuums begrenzt und die Freiheit des Individuums endet dort, wo sie die Freiheit eines anderen Individuums beeinträchtigt. Der Staat wird durch einen Vertrag legitimiert und durch gegenseitige Gewaltenteilung kontrolliert. Gesetze sollen durch freie Debatten verabschiedet werden. Der Staat soll seine Bürger repräsentieren und ihnen durch Wahlen Teilhabe ermöglichen. Er muss die Rechtsordnung garantieren und für sein Handeln Rechenschaft ablegen. Der Idealfall ist ein demokratischer Rechtsstaat, in welchem Minderheiten und jeder einzelne Mensch respektiert werden. Gesellschaftlicher Pluralismus und sozialer Wandel werden akzeptiert. Wichtige Vertreter des Liberalismus sind die US-amerikanischen Philosophen John Rawls, Ronald Dworkin, Richard Rorty, Robert Nozick und Norman Daniels sowie der deutsche Philosoph Jürgen Habermas. Kommunitarismus kommt von dem lateinischen Wort communitas, Gemeinschaft. Grundanliegen des Kommunitarismus ist die Stärkung der Gemeinschaft. Das Gemeinsame hat Vorrang vor dem Individuellen, das Öffentliche vor dem Privaten. Anhänger des Kommunitarismus nennt man Kommunitarier oder Kommunitaristen. Der Kommunitarismus geht zurück auf Aristoteles. Dieser vertritt die Ansicht, dass der Mensch sein wahres Wesen nur in der Gemeinschaft mit anderen Menschen verwirklichen kann. Kommunitarier sind davon überzeugt, dass der Mensch außerhalb der Gemeinschaft nicht existieren kann und außerhalb der Gemeinschaft auch keine individuelle Freiheit möglich ist. Orientieren sich Menschen nur an ihren persönlichen Interessen, so schädigt dies sowohl ihr persönliches Wohl als auch das soziale Miteinander. Menschen gehören vielen Gemeinschaften an, unter anderem Familien, Nachbarschaften, sozialen, religiösen und beruflichen Vereinigungen sowie der Gesellschaft insgesamt.
Die menschliche Existenz sowie individuelle Freiheit sind laut Kommunitarismus langfristig nur innerhalb dieser Gemeinschaften möglich. Und eine Gemeinschaft kann nur dann dauerhaft überleben, wenn ihre Mitglieder einen Teil ihrer Zeit, Kraft und Ressourcen in gemeinsame Projekte investieren. Der Kommunitarismus betont die Verantwortung des Individuums gegenüber seiner Umgebung, vor allem die soziale Rolle der Familie. Gemeinsinn und soziale Tugenden stehen im Vordergrund. Soziale Verantwortung und private sowie öffentliche Moral beruhen seiner Ansicht nach auf der Verbundenheit mit der Gemeinschaft und nicht auf staatlichen Eingriffen. Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Erneuerung gesellschaftlicher Institutionen. Kommunitarier wollen den ausufernden Pluralismus, Individualismus und Werterelativismus eindämmen, und zwar durch eine gemeinschaftliche Vorstellung vom Guten, durch die Wiederbelebung von Traditionen sowie von Moral- und Wertvorstellungen. Werte und Moral sind zentrale Begriffe im Kommunitarismus. Der Kommunitarismus möchte durch die Erneuerung gemeinsamer Werte und eine starke gemeinsame Moral die Grundlage für eine gerechte politische Ordnung schaffen. Die starke Moral des Kommunitarismus kann nur in der Gemeinschaft ausgebildet und kontrolliert werden. Das gemeinsame, durch sozialen Austausch geschaffene Gute hat im Kommunitarismus höhere Priorität als kurzfristige individuelle Interessen. Das Gute hat im Kommunitarismus Vorrang vor dem Recht. Das Gute meint von den Mitgliedern einer Gemeinschaft geteilte Vorstellungen und Werte, auf deren Grundlage jeder Einzelne erst ein sinnvolles Leben führen kann. Eine Philosophie, die das Individuum nur als Träger von Rechten definiert, verkennt, dass Rechte in der sozialen Praxis verankert sein müssen und mit Pflichten gegenüber der Gemeinschaft einhergehen. Hauptvertreter des Kommunitarismus sind die US-amerikanischen Philosophen Amitai Etzioni, Michael Walzer und Michael Sandel sowie der kanadische Politikwissenschaftler und Philosoph Charles Taylor. Der Kommunitarismus entstand in Abgrenzung zu liberalistischen Positionen wie beispielsweise John Rawls Theorie der Gerechtigkeit. Den liberal-individualistischen Fairness-Ansatz von John Rawls möchte der Kommunitarismus durch eine gemeinwohlorientierte Vision des Guten überwinden. Der Kommunitarismus betont im Vergleich zum Liberalismus viel stärker den Wert der Gemeinschaft. Er ist eine Reaktion auf die Sinn- und Orientierungskrise liberaler Gesellschaften. Liberale Strömungen haben seiner Ansicht nach in den letzten Jahrzehnten in dem Bemühen, die Freiheit weiter auszudehnen, die ohnehin schon geschwächten Fundamente der sozialen Tugenden weiter ausgehöhlt. Kommunitarier kritisieren den Verlust von verbindlichen, gemeinschaftsstiftenden Werten sowie mangelnde Solidarität. Diese Erscheinungen führen sie auf den Individualismus zurück. Dieser führt ihrer Meinung nach dazu, dass Menschen bestehende Wert- und Sozialordnungen kritisch hinterfragen. Individualisten bzw. Liberale leugnen zwar das Bedürfnis nach sozialer Ordnung nicht, bevorzugen aber eine lockere Ordnung. Diese soll sich nur aus dem Willen frei handelnder Individuen ableiten und legitimieren. Im Gegensatz dazu behaupten Kommunitarier, dass eine soziale Ordnung nötig ist, die sich durch gemeinsame Werte definiert. Den Individuen muss vermittelt werden, dass diese gemeinsamen Werte verpflichtend sind. Der Kommunitarismus betont, dass sich soziale Charaktere nur in gesellschaftlichen Zusammenhängen bilden können. Deshalb gebe es eine Verpflichtung zur Zugehörigkeit. Nicht gleiche und freie Personen wie in Rawls fiktivem Urzustand können also über die Grundsätze der Gerechtigkeit entscheiden, sondern nur in die Gemeinschaft eingebettete Individuen, die gemeinsame Wert- und Moralvorstellungen teilen. Der Liberalismus beschränkt sich zu sehr auf individuelle Rechte und Freiheiten und vernachlässigt dabei das Gemeinwohl. Dies führt zu einer Zurückdrängung des Staates und zu einem Verlust des öffentlichen Lebens. Die Wahlbeteiligung und die Teilnahme an demokratischen Prozeduren nehmen demzufolge ab. Kommunitarier wollen den liberalen Individualismus nicht ersetzen, sondern korrigieren. So soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individuellen Rechten und sozialen Pflichten hergestellt werden. Liberale kritisieren am Kommunitarismus, dass der Vorrang des Öffentlichen vor dem Privaten zu einer Unterhöhlung der Grundrechte und einer Einschränkung der privaten Lebensplanung führt. Durch eine Überbetonung der Gemeinschaft werde die Autonomie des Einzelnen geschwächt. Vor allem Werte und Moral gehören aus Sicht des Liberalismus in den Bereich der individuellen Lebensgestaltung jedes Einzelnen. Politik sollte sich daher aus den Bereichen Religion, Moral oder Sexualität heraushalten. Individuen sollen ihr Leben frei und unabhängig planen können.
Eine abstrakte, schwache Moral ist zwar nötig, um die Freiheit des Einzelnen sowie Chancengleichheit zu garantieren, zu konkreten moralischen Themen wie beispielsweise Homosexualität, Ehe, Abtreibung oder Familienplanung soll sich der Staat aber neutral verhalten. Er soll gewisse Grundrechte garantieren, aber nicht vorschreiben, was ein gutes Leben ist und was nicht. Auch Liberale halten die Gemeinschaft mit anderen Menschen für eine wichtige Voraussetzung eines erfüllten Lebens. Der Einzelne soll sich aber frei entscheiden können, wie er dieses Leben führen will und wie nicht. Nicht die Gemeinschaft, in die man zufällig hineingeboren wird, darf diktieren, wie der einzelne Mensch sein Leben gestalten soll. Gerade in Gemeinschaften mit starken Werten werden häufig Minderheiten diskriminiert. Grundrechte wie Versammlungs- oder Meinungsfreiheit schützen im Liberalismus Minderheiten vor solchen Diskriminierungen. Liberale Gerechtigkeitstheorien liefern keine umfassende Moral. Bestimmte moralische Grundprinzipien und Regeln, wie beispielsweise Freiheit, Gerechtigkeit oder Gleichheit, reichen ihrer Meinung nach aus, damit Menschen friedlich zusammenleben können. Eine gemeinsame, starke Moral und Einigkeit über konkrete moralische Fragen ist hierfür nicht nötig. Im Unterschied zum Kommunitarismus regelt der Liberalismus die sozialen Institutionen, nicht aber das gesamte Leben der Menschen. Damit bietet diese Philosophie praktikable und faire Verfahrensweisen in einer pluralistischen Gesellschaft. Werfen wir nun noch einen zusammenfassenden Blick auf die wesentlichen Unterschiede in Bezug auf die Moral sowie auf die Stärken und Schwächen des Liberalismus und des Kommunitarismus. Während im Liberalismus die Freiheit des Einzelnen im Mittelpunkt steht, betont der Kommunitarismus den Wert der Gemeinschaft. Der Liberalismus blickt auf das autonome und vernünftige Individuum, der Kommunitarismus auf die Gemeinschaft. Während der Liberalismus die Rechte des Einzelnen betont, hat im Kommunitarismus das Gute in Form einer gemeinsamen, starken Moral Vorrang vor dem Recht. Rechte kann man laut Kommunitarismus nur einfordern, wenn man auch bereit ist, gemeinschaftliche Pflichten zu übernehmen. Der Liberalismus formuliert bestimmte Grundrechte, welche die Freiheit des Einzelnen schützen sollen, hält sich aber ansonsten aus Fragen, welche die individuelle Lebensplanung betreffen, vor allem aus moralischen Fragen heraus. Der Kommunitarismus hingegen hält gemeinsame Werte und eine gemeinsame Moral für unerlässlich. Diese Werte müssen von der Gemeinschaft überwacht und sanktioniert werden. Der Liberalismus vertritt eine schwache, universelle, abstrakte Moral, die rational begründet ist und jedem vernünftigen Menschen unmittelbar einleuchtet. Moral wird verstanden als soziale Institution, welche dem Erhalt von Mindestbedingungen zum Schutz der Interessen anderer und der Chancengleichheit dient. Werte, welche der Liberalismus vertritt, etwa Gerechtigkeit, Freiheit oder Gleichheit, sind abstrakt. Der Kommunitarismus hingegen vertritt eine starke, besondere Moral. Eine Gemeinschaft erhält erst durch das Teilen bestimmter Werte ihre Identität. Diese starke Moral dient der Förderung guter Lebensverhältnisse, welche nicht unabhängig von bestimmten Traditionen charakterisiert werden können. Man könnte sagen, der Liberalismus begnügt sich mit abstrakten moralischen Grundsätzen, der Kommunitarismus fordert die Entwicklung konkreter Tugenden. Die Moral des Kommunitarismus wird nicht wie ein Gitter über das eigennützige Leben des Einzelnen gelegt, sondern dringt tief in das Leben des Einzelnen ein. Demzufolge ist moralische Erziehung im Liberalismus kognitiv. Es geht darum, rational zu verstehen, warum bestimmte moralische Grundsätze und ein bestimmtes Verhalten notwendig sind. Im Kommunitarismus hingegen bedeutet moralische Erziehung, bestimmte Tugenden im gemeinschaftlichen Leben aktiv einzuüben. Liberale Positionen beruhen oft auf einer unrealistischen Vorstellung individueller Autonomie. Der Einzelne ist kein atomisiertes Individuum in einer Massengesellschaft, sondern sowohl in seinem Verhalten und Denken als auch rechtlich und wirtschaftlich abhängig von anderen Menschen. Insbesondere Kinder sind keine autonomen und rationalen Individuen. Soziale Einflüsse prägen die Überzeugungen, Werte und Gewohnheiten von Menschen. Kommunitaristische Positionen trennen oft nicht scharf genug zwischen tatsächlicher und normativer Gebundenheit an Gemeinschaften. Sie unterschätzen die Macht der öffentlichen Moral und den sozialen Druck der Gemeinschaften auf individuelle Freiheiten. Die kommunitaristische moralische Erziehung, die den Fokus auf die Ausbildung gemeinsamer Tugenden in Gemeinschaften legt, kann die kritische Reflexion über diese Tugenden behindern und zu einer Ausgrenzung von mit der Gruppe abweichenden Individuen führen. Außerdem überschätzen Kommunitarier häufig die Bereitschaft und das Interesse der gewöhnlichen Bürger, sich an öffentlichen Debatten und politischen Entscheidungen zu beteiligen.
Der Kommunitarismus macht auf Tendenzen der modernen westlichen Industriegesellschaften aufmerksam, welche demokratische Verfahrensweisen behindern und einen Werteverfall befördern. Er rückt in den Fokus, dass zu Rechten immer auch Pflichten gehören und für die Bereitstellung öffentlicher und kommunaler Güter wie Sicherheit, Gerechtigkeit, Umweltschutz, Erziehung usw. persönliches Engagement und Verzichtbereitschaft notwendig ist. Einzelne Interessen und Rechte müssen sich dabei dem Allgemeinwohl unterordnen. Dass sich der Staat auf die Stärkung individueller Rechte beschränken kann, ist illusionär. Wirtschafts-, Sozial- und Strukturpolitik haben massiven Einfluss auf die Alternativen der Lebensführung. Der Liberalismus macht zu Recht darauf aufmerksam, welche Macht die öffentliche Moral und demokratische Mehrheitsentscheidungen über individuelle Freiheiten und Rechte haben. Er betont den Schutz individueller Rechte und Interessen, vor allem die Grundrechte der Meinungs-, Eigentums-, Glaubens- und Erziehungsfreiheit. Welche der beiden Positionen überzeugt dich persönlich mehr? Wünschst du dir ein Video zu einer bestimmten liberalen oder kommunitaristischen Position? Schreibe deine Meinung und Themenwünsche sehr gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets Liberalismus und Kommunitarismus kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!